Okay, im heutigen Video geht es um Pear Shader und Thumbprints. Auch die gibt es natürlich in verschiedensten Varianten, in glatt, geriffelt, längs, quer. Einige davon möchte ich euch heute vorstellen. Als erstes hier ein Pear Shader mit glatter Oberfläche. Das ist ein relativ günstiges Tool. Weil der Griff relativ dünn ist, habe ich ihn einfach mit ein bisschen Band umwickelt, um einen festeren Halt zu haben. Der Pear Shader ist dazu da, das Motiv besser herauszuarbeiten, eine bessere 3D-Optik zu erreichen. Daher wird der Pear Shader bei der Arbeit meistens in Bewegung gehalten. Rechts, links, vor, zurück, je nachdem wie das Motiv es erfordert. Ein kleines Beispiel seht ihr hier an der Blume. Hier gleiche ich die Übergänge zum Blütenmittelpunkt noch ein bisschen aus, weil ich harte Übergänge vermeiden möchte. Hier das Endergebnis, wenn ich mit der Blume fertig bin. Und hier auch nach dem Färben. Hier eine kurze Aufnahme, wie ich mit dem Pear Shader eine Rose bearbeite. Wer sich das im Genauen anschauen möchte, guckt bitte das Video Wie punziere ich eine Rose. Hier wieder das Endergebnis vor dem Färben und nach dem Färben. Der Pear Shader wird natürlich auch eingesetzt bei den Blättern. Auch hier wieder das Ergebnis nach dem fertigen Bearbeiten und nach dem Färben. Wie ihr seht, bekommt das Blatt durch den Pear Shader eine sehr schöne Struktur. Einen weiteren Einsatz findet das Tool natürlich auch bei den schmalen Blättern, die ja charakteristisch sind für das Sheridan Style Tooling. Den Pear Shader gibt es natürlich auch, so wie hier, kreuzschraffiert, mit horizontalen Linien, mit vertikalen Linien. Als Alternative könnte man auch so einen gebogenen Thumbprint nehmen. Diesen gibt es natürlich im Pärchen für Linksbögen und Rechtsbögen. Da man sich den aber nicht in allen möglichen Größen besorgen möchte, ist der Einsatz schon ziemlich limitiert. Trotzdem möchte ich ihn der Vollständigkeit halber mal erwähnen. Wo wir gerade bei den Thumbprints sind. Die gibt es natürlich auch wieder in glatt, horizontal schraffiert, längs schraffiert und kreuz schraffiert. Ein Thumbprint ist eigentlich nichts anderes als ein länglicher und etwas schmalerer Pear Shader. Hier die fertige Blume vor dem Färben und nach dem Färben.
Im Vergleich dazu nochmal fast die gleiche Blüte mit einem glatten Pear Shader bearbeitet. Man sieht den deutlichen Unterschied. Das war's. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Unterschiede zu den verschiedenen Tools erklären und euch damit die Entscheidung leichter machen, welches ihr euch besorgt. Empfehlungen zu verschiedenen Herstellern und Kaufquellen findet ihr wieder unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.